Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 194 auf dem afrikanischen Kontinent und ich stecke mitten im tropischen Regenwald in Gabun fest. Obwohl das hier eine der Hauptstraßen im Land ist, so hat selbst mein geländegängiger Landcruiser nicht genügend Bodenfreiheit. Tausende Bienen um einen herum, 40 Grad mit extremer Luftfeuchtigkeit. Den Regenwald habe ich mir irgendwie entspannter und schöner vorgestellt. Für mich ist es die grüne Hölle. Zieht euch das hier rein. Ich bin hier voll aufgehockt. Jetzt habe ich erst freigeschaufelt. Da vorne an der Brücke oder was die Konstruktion auch immer sein soll, habe ich meine Winde befestigt. Jetzt versuche ich mich gerade rauszuziehen. Das ist übel scheiße, weil das streift halt komplett unten. Ich nehme alles mit, diesen ganzen festen Schlamm. Ich bin gerade vielleicht 10 Kilometer weitergekommen von dieser einen Stelle, wo ich den Typ mitgenommen habe. Und dann steht hier einer, der die ganze Zeit Geld will von mir und dann kein Problem sagt, dass er dann hilft, wenn er Geld kriegt. Aber darauf lasse ich mich nicht ein. Da habe ich gar keinen Bock drauf. You give me money, I am good. I no problem. You give money, I am good. I don't have money. No shoes, no money. I know. Look at me, look at me. Yes, respect. You give money, no problem. Ich war mir nicht sicher, ob diese Teile hier halten. Jetzt habe ich es einfach mehrere umgewickelt. Oh. Gabon, Gabon. Gabon is good. Ja, Gabon is nice. Gabon. Only the streets are fucked up. The streets are so bad. Gabon street and is good. The street is not good. Gabon is good. Street Gabon is good. You have to come to Germany, then I show you good streets. I don't love money. I love freedom, not money. I love the freedom which can be bought from money. Okay, let's do it. Good. Good, good, no problem. But be careful. If it snaps, Yeah. then you will be hit. Be careful. You know, when it's poof. Okay. Yeah. Small. Bonjour. Depuis l'antenne? Ouais. Ouh là là. Okay. Last try. Oh. Der letzte Versuch. Almost. Yes! Yes, ich hab's geschafft! Nice! Oh, Alter. Was für eine kranke Scheiße. Oh. Ich kann jetzt ansatzweise nachvollziehen, wie die Typen, die hier seit 3 Tagen feststecken, sich fühlen müssen. Aber nur ansatzweise. Alter, es ist schwül, es ist heiß, mir läuft die Brühe runter, du musst lange Sachen tragen, du sinkst im Schlamm ein. Es kommt ständig Bienen, die dich überall reinstechen. Ich habe sicher 20 Stiche bekommen und dann funktioniert es einfach nicht. Dann musst du die Winde rausholen, dann hast du hey, ich sag's euch. Aber genau deswegen bin ich doch in Afrika, oder?
Genau deswegen habe ich so ein Auto, mit dem man sowas machen kann. Aber das hat mir jetzt gerade echt sehr viel abverlangt. Und dann daneben noch dieser Typ, der am Anfang, weil ich bin immer derjenige, ich komme her und helfe den Leuten, nehme die mit, gebe denen Bier, was weiß ich, bin übelst nett, so wie ich halt erzogen wurde. Wenn einer in Hilfe steckt, dann will ich dem helfen. Und die sehen einen Weißen, der feststeckt, hey, give me money, give me money. So einen Scheiß gebe ich dir jetzt Money. Nee, wirklich, ich habe in dem Moment halt, ich dachte mir, das kann ja nicht sein. Steht neben mir, gibt mir irgendwie so dumme Ratschläge und will die ganze Zeit Geld haben. Also, haha, wenn ich Money habe, dann geht's ganz schnell. Dann kann er mir ganz schnell helfen. Dann geht er kurz ins Dorf und holt ein paar Jungs. Ich so, nee, also dann erst recht nicht. Also da drehe ich dann durch. Dann will ich es erst recht allein machen. Aber hab's jetzt zum Glück geschafft. Oh, da geht's gleich weiter mit der Straße. Ich bin heute vielleicht 20 Kilometer oder 30 Kilometer weit gekommen. So schaffe ich es nie bis Weihnachten nach Libreville. Wir haben heute den 20. Dezember. In Deutschland liegt Schnee. Und ich werde von Bienenschwärmen gefressen. Und habe Schlamm überall an meinem Körper. So läuft's. Das harte Los eines Reisenden. Na, ich kann mich nicht beschweren, ist geil hier. Ich bin inmitten des Regenwalds in Gabun angekommen. Gabun ist ein Land an der Westküste Zentralafrikas, welches sich über eine Fläche von etwa 267.000 Quadratkilometer erstreckt. Diese Landmasse entspricht etwa 75% der Größe Deutschlands. Die Bevölkerung wurde 2022 auf rund 2,4 Millionen Menschen geschätzt, wobei 2023 schon 91% der Einwohner in den Städten lebte. Trotzdem gehört Gabun zu den am dünnsten besiedelten Ländern Afrikas. Die am Atlantik gelegene Hauptstadt Libreville ist mit etwa 700.000 Einwohnern das wirtschaftliche und politische Zentrum des Landes. Mit einem jährlichen Bevölkerungswachstum von 2% und einem Medianalter von 21,6 Jahren im Jahr 2021 ist die Alterspyramide des Landes, wie in fast allen afrikanischen Ländern, sehr anders als in den meisten Industrienationen. Historisch war Gabun von verschiedenen Bantu-Völkern besiedelt, bevor es im 15. Jahrhundert von portugiesischen Seefahrern erreicht wurde. Später wurde das Gebiet von den Franzosen kolonialisiert und damit ein Teil von Französisch-Äquatorialafrika. Gabun erlangte 1960 seine Unabhängigkeit, wobei aber später in Staatsarchiven festgestellt wurde, dass Frankreich die Wahl maßgeblich beeinflusste, um sich weiteren Einfluss zu sichern. Seit der Unabhängigkeit ist die politische Landschaft von einer einzigen Partei dominiert, der Parti Démocratique Gabonaise. Mit dieser Einheitspartei regierte Omar Bongo das Land diktatorisch und war der am längsten herrschende Staatschef in Afrika. Erst 1990 wurde dann ein Mehrparteiensystem und eine neue Verfassung verabschiedet, bis dann 2023 durch einen Militärputsch wieder alles auf den Kopf gestellt wurde. In der Hauptstadt Libreville feierten viele der Einwohner das Ende des langjährigen Regimes der Bongos. Die Wirtschaft Gabuns basiert vor allem auf der Erdölproduktion, die etwa 80% der Staatseinnahmen ausmacht. Gabun gehört zu den Ländern mit einem mittleren Einkommen in Afrika. Doch die Einkommensverteilung ist stark ungleich. Während in Libreville eine moderne Infrastruktur existiert, leben viele Menschen in ländlichen Gebieten ohne Zugang zu sauberem Wasser, Strom oder medizinischer Versorgung. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei etwa 67 Jahren. Gabun ist auch wie viele andere afrikanische Länder bekannt für seine beeindruckende Natur. Rund 85% des Landes sind von Regenwäldern bedeckt, die eine erstaunliche Artenvielfalt beherbergen. Gabun hat zwar viel in den Naturschutz investiert, aber wie überall in Afrika sind auch hier die meisten Regionen keine Nationalparks. Dennoch bleibt es eine Erfolgsgeschichte, sodass allein die Population der Waldelefanten sich in den vergangenen 20 Jahren von 60.000 auf 95.000 erhöht hat. Das Land bietet spektakuläre Landschaften aus Wäldern, Stränden und Savannen. Auch die 885 Kilometer lange Küstenlinie mit ihren einsamen Stränden und Mangrovensümpfen ist sehr beeindruckend. Doch bevor ich an Strände denken kann, muss ich hier erstmal aus der Grünhölle kommen. Ich habe hier gerade per Zufall einfach was richtig Cooles entdeckt. Ich war hier gerade einfach nur auf dem Klo, mal kurz pissen und sehe hier eine Pflanze, die einfach nach außen hin reagiert, aber richtig extrem. Guck mal, wenn ich die anlang, stellt die sich tot und fällt in sich zusammen. Es ist so abgefahren. Alter, ich will so eine Pflanze daheim haben.
Ich bin jetzt endlich draußen aus der beschissenen Straße und in 91 Kilometern überschreite ich das erste Mal in meinem Leben den Äquator zu Land. So läuft es hier, wenn man nicht weiß, was mit dem Müll anstellen, kippt man halt einfach neben die Straße. Alter, ich bin am Äquator. Richtig, richtig geil. Ich kann es nicht glauben, Mann. Boah, Meilenstein erreicht. Boah, was ein Gefühl. Was muss es erst für ein Gefühl sein, wenn ich wirklich daheim ankomme mit diesem Auto? Ich schlage noch direkt hier auf dem Äquator bei diesen netten Einheimischen mit Macheten mein Nachtlager auf, bevor es am nächsten Tag nach Libreville geht. Einfach zu hart, was gerade schon wieder passiert ist. Dann halten mich 4 Cops an, die mich übelst bedrängen, die teilweise auch in mein Auto einsteigen und so. Dann habe ich dem einen erstmal auf die Finger geschlagen, weil der die ganze Zeit auf mein Auto geklopft hat. Und dann waren die voll pissig, die wollten irgendeine Versicherung sehen. Ich glaube, ich habe immer noch keine Versicherung. Keine Ahnung, oder habe an der Grenze irgendeine Versicherung abgeschlossen. Zumindest habe ich da keine Rechnung bekommen. Ich wollte es filmen, aber ich habe mich nicht getraut, auf den Aufnehmen-Knopf zu drücken. Ja, am Ende war es wieder eine korrupte Scheiße. Also bestimmt eine Dreiviertelstunde da gestanden. Ist er eingestiegen, hat gesagt, wir fahren jetzt zur Polizeistation. Dann habe ich gesagt, nee, das tun wir nicht. Wir klären das jetzt hier. Dann ist er wieder ausgestiegen, weil es ihm auf den Sack ging und weil mein Auto so heiß war. Und irgendwann wollten sie was zu trinken, dann habe ich denen halt meine Wasserflaschen hier gezeigt. So, ja okay, das kann ich, Aqua gebe ich denen immer. Wenn Menschen nach Wasser fragen, dann gebe ich immer Wasser. Und irgendwann haben sie gesagt, nee, das wollen sie nicht. Und der oberste Chef, der hat gesagt, er will jetzt ein Bier haben. Irgendwann habe ich gesagt, so, ja fuck it, ich gebe dem jetzt ein Bier und dann dann komme ich endlich los. Dann hat er das Bier genommen, hat die Tür so zugemacht und hat das Bier in meinem Auto komplett auf Ex gezogen und hat gerülpst, auf den Boden rausgeschmissen und hat gesagt, ich kann fahren. Was für eine Aktion, Alter. Was für eine Aktion schon wieder. So, guten Morgen und frohe Weihnachten zusammen. Wir haben den 24. Dezember. Bin dann noch ganz gemütlich am Strand entlang spaziert. Und habe dann hier eine Familie kennengelernt bei dem Grundstück, die mich sofort eingeladen haben. Die haben hier jetzt ihren Vater beerdigt, dem hat das Grundstück gehört. Die restliche Familie kam aus Paris, aus Frankreich. Und dann haben die mich direkt eingeladen hier zum Essen, mit denen den ganzen Abend verbracht. Die haben auch gesagt, was ich denn heute an Weihnachten vorhab. Habe ich denen gesagt, ja, keine Ahnung, eigentlich noch gar nichts. Ich weiß nicht, wie ich Weihnachten verbringe und ich werde es wahrscheinlich allein verbringen. Dann hatten sie echt Mitleid mit mir und haben gesagt, ja, sie laden mich jetzt auch noch für Weihnachten ein. Da vorne ist mein Kollege, der nimmt mich nachher noch mit. Bewegt sich da. Oh, Fische, Alter. Fische. Die leben einfach noch. Die armen Viecher. Alter, das ist halt hart. Das ist richtig hart. Krass, Mann. Killt die doch. Die armen Viecher. Ich hätte richtig Bock, ein Krokodil zu sehen. Ist aber einfach so schwer zu spotten hier.
Ey, der Hund ist so geil. Der verfolgt uns einfach schon seit 6-7 Kilometern hier am Strand. Der ist sogar mit über die Brücke gegangen. Wir haben unser Ziel nach vielen Kilometern endlich erreicht. Eine Hotelanlage umgeben von Urwald, bei der sein Freund arbeitet. Es ist schon komisch. Wir sitzen hier mehrere Stunden nebeneinander herum und können uns nicht mit Worten verständigen. Wir sitzen einfach da und lauschen dem Sound des Regenwalds. Zeit totschlagen und einfach im Moment sein, ohne etwas machen zu müssen. Eine Fähigkeit, die bei uns irgendwie verloren gegangen ist. Zumindest fällt mir es am Anfang schwer. Doch wenn man sich darauf einlässt, ist es extrem entschleunigend und einfach schön. Da will man einmal einen Ölwechsel selber machen und einen Dieselfilterwechsel. Kann ja nicht so schwer sein. Hey, wir machen hier seit mehreren Stunden rum. Ich sag's euch, es lief alles gut, bis auf das, dass wir einen Ölfilter einfach nicht rausgekriegt haben. Diesen beschissenen Ölfilter. Wir haben den komplett zertätscht. Aber komplett. Zieht euch das rein. Wir haben den einfach nicht rausgekriegt. Und das Beste an dem Ganzen ist, dass ich einfach noch direkt hier bei meinen Freunden, wo ich vom Haus schlafen darf, das scheiß Öl noch ausgeschüttet habe. Oh Mann, zieht's euch rein. Richtige Blamage. Und das am Heiligabend. So, ich bin jetzt hier am Rande des Akanda National Parks. Jetzt bei der Straße bin ich öfter mal ausgestiegen, musste mit der Machete den Weg freischneiden oder freischlagen, damit ich nicht voll viel Kratzer ins Auto bekomme. Jetzt hier an dem Ende, ich bin quasi an dem Fluss, der ins Meer führt. Und direkt gegenüber von mir ist einfach ein Fachwerkhaus, was aussieht wie von Deutschen erbaut. Deswegen bin ich vorhin gleich rüber. Und heute ist der 25., also Weihnachten. Dann saßen da ein paar Leute dran, also das ist tatsächlich ein französisches Haus, nicht ein deutsches, aber ist auch schon ultra alt und die haben halt einfach Mensch ärgere dich nicht gespielt. Wie geil, oder? Irgendwelche Fischer am Rande der Zivilisation und zocken einfach an Weihnachten Mensch ärgere dich nicht. Boah, ich kann nicht mehr. Oh, shit, ey. Also mir ging es den ganzen Tag schon so ein bisschen komisch, ich habe es an der Haut gemerkt. Ich habe da immer dann so Schmerzen an der Haut. Wenn ich weiß, ich werde krank oder ist schon irgendwas im Busch. Aber ich habe Fieber bekommen. 39, 2 Fieber. Und ich hoffe, ich habe einfach nicht Malaria. Kurz nach dem Video überlege ich, ob ich die 30 Kilometer noch zurück in die Stadt fahren soll, da zu dem Zeitpunkt die Kraft vielleicht noch ausgereicht hätte. Später habe ich aber dann keine Chance mehr. Mich hat das Dengue-Fieber erwischt, was ähnlich wie bei Malaria auch von Stechmücken übertragen wird. Ich bin komplett im Arsch und rühre mich für 3 Tage nicht vom Fleck. Ohne Internetverbindung und die Möglichkeit, mir Hilfe rufen zu können, fühle ich mich komplett hilflos. Für mich rückblickend das größte Risiko auf so einer Tour alleine. Glücklicherweise geht es nach 3 Tagen etwas aufwärts, sodass ich mich fit genug fühle, wieder zurückzufahren, bis dann auch schon das nächste Problem auf mich wartet. Ich krieg mein Auto nicht mehr aus. Keine Ahnung, was das Problem ist. Zieht euch das rein. Ich ziehe den Schlüssel ab. Auto läuft weiter. Der geht nicht mehr aus. Ich kann einfach ohne Schlüssel fahren. So, ich bin jetzt noch in die Stadt reingefahren, bin zu einer Tankstelle gefahren und habe dann den Motor abgewürgt. Und dann ging die Hupe plötzlich nicht mehr aus, also musste ich die Batterie abklemmen. Seither geht der Motor nicht mehr an und ich stehe jetzt hier mit einem Elektriker und dem Werkstattbesitzer da, der hat einen Elektriker gerufen. Der macht jetzt auch schon bestimmt eine Stunde rum an dem Auto.
So, ich bin jetzt beim örtlichen Mechaniker wegen dem Problem von gestern. Zieht euch das rein. Ich weiß nicht, ob die mehr Autos kaputt machen oder reparieren. Einfach alles voll mit Motoren. Ganz, ganz wild hier. Alles am Arsch, der ganze Boden ist voll mit Öl. Richtige Umweltkatastrophe hier eigentlich. Und der ganze Parkplatz steht voll mit geschrotteten Autos. Ich weiß nicht, ob die irgendwas reparieren hier. You electrician? Eins muss man den Leuten hier wirklich lassen. Sie wissen sich zu helfen und bekommen irgendwie alles repariert mit dem, was zur Verfügung steht. Der wollte natürlich wieder viel zu viel Geld haben von mir. Der wollte 72.000 CFA. Am Ende habe ich ihm 15.000 gegeben. Da seht ihr mal wieder, was das für eine Spanne ist. Wenn die sehen, okay, krasses Auto, weißer Typ, sicherlich reich, dann hauen die da einfach den 10-fachen drauf. Ich habe wahrscheinlich immer noch zu viel gezahlt. Meine Krankheit ist auch einigermaßen wieder auskuriert. Alter, wie geil. Ich habe einfach seit Botswana keine Elefanten mehr gesehen. Und jetzt sehe ich die hier einfach nachts im Regenwald am Äquator. Ich glaub's ja nicht. Die Wahrscheinlichkeit hier mitten im Urwald Elefanten zu sehen ist einfach so gering. Einfach Tropenelefanten. What the heck? Wild. Die ganze Family. Jeder, der mal auf Safari-Tour war, weiß, wie krass eigentlich der Zufall ist. Naja, jetzt bin ich 2 Kilometer noch weitergefahren, das war ja dann komplett durchstor, bin dann hier irgendeine Straße reingefahren, bin heute Nacht wieder komplett verstochen worden. Ist richtig nervig. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, als ich so im Bett lag, irgendwie, keine Ahnung, es war 12, bin ich aufgewacht wegen Geräuschen und dann sind tatsächlich hier komplett Elefanten wieder gewesen. Es waren sicher dieselben, aber es war so cool irgendwie. Aber jetzt fahre ich erstmal weiter. Ich will jetzt hier weg aus dem Dschungel. Ah! Hat einer mal angefangen, hier irgendeine richtig fette Ladung Müll zu verteilen. Und das ist einfach ein, keine Ahnung, 200-300 Meter langer Streifen Müll. Ich meine, ihr seht das bis da hinten. Absolut abgefahren, macht einen einfach nur traurig. Und ich meine, wenn er zu viel wird, fackeln die ihn halt einfach ab. Er ist ziemlich widerlich, stinkt auch richtig und natürlich komplette Umweltkatastrophe. Aber ich meine, die haben halt keine Müllverbrennungsanlagen, Recyclinganlagen oder sonst irgendwas. Und es ist bei denen auch noch überhaupt nicht im Kopf angekommen, dass man Plastikmüll nicht einfach nur in die Natur pfeffert. Ich meine, ich habe dem einen Typen Bier gegeben auf seinem eigenen Grundstück. Wunderschönes Grundstück, schöne Bäume, schön angelegt. Der hat die Dose ausgetrunken und schmeißt es weg. Lacht mich an und sagt, the African way. Ich so, okay, ja gut, das ist sein Grundstück, soll er machen, was er will, aber ich meine, was ist denn das hier? Was ist das hier? Ich meine, ich könnte jetzt meinen eigenen Müll in die 5 Kilometer entfernte Stadt in den Mülleimer schmeißen, falls ich denn überhaupt einen finde. Ich sag's euch, zu 100%, das landet genauso hier. Also es macht eigentlich keinen Unterschied, wo ich es hinschmeiße, es ist ziemlich traurig. Hey, so schlimm hat es mich wirklich noch gar nie erwischt. Ich meine, zieht euch das rein. Alles von gestern Nacht. Und das ist nur an meinem Bein. Boah. Aber es beißt nicht. Also, ich weiß auch nicht, was das für Moskitos sind, ob die irgendwelche krassen Krankheiten übertragen. Nach dem kurzen Zwischenstopp an diesem gigantisch großen Fluss komme ich der Grenze zu Kamerun immer näher. Das Land Äquatorialguinea umfahre ich auf dem Weg in den Norden. Ich habe auch so schon genug Grenzstress auf dieser Reise.
Ich komme gut durch, doch bei der letzten Station auf der Kamerun-Seite treffe ich auf den größten